Hallo, da bin ich wieder. Heute geht es um verborgene Drogendeals, Gewalt und Armut. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen vom Drogenhotspot Berlins. Wie viel brauchst du? 1 Gramm? Aufmachen jetzt! Zieht der eine ein Messer und bam rein und der andere kommt und noch ein Stich. Erst habe ich mich besoffen und als das nicht gereicht hat, hat mir ein Kumpel den braunen Scheiß hingelegt. Eine Sache mal vorab. Ich bin mega stolz auf das Feedback zu meiner Dokumentation über den Kinderstrich von Berlin. Es ist nicht selbstverständlich, dass solche sensiblen Themen so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und außerdem bin ich auch dankbar, dass es Partner gibt, die mich bei dieser Arbeit unterstützen, und in diesem Fall ist das Incogni. Und auch für diese Recherche war ich wieder auf vielen dubiosen Seiten unterwegs und ich will gar nicht wissen, wer jetzt alles meine Daten hat. Aber auch deine Daten könnten bedroht sein, denn es gibt Firmen, die Daten sammeln und verkaufen, und die nennt man Data Broker. Das Deal mit Daten ist leider nichts Illegales, aber es wird natürlich kritisch beobachtet von Datenschützern und anderen Institutionen, und wenn du die Firmen, die deine Daten verkaufen, aufforderst, deine Daten zu löschen, dann müssen sie dem auch schleunigst nachkommen. Aber wie will man jetzt rausfinden, welche hunderte Firmen mit deinen Daten Geld verdienen? Genau da kommt Incogni ins Spiel. Incogni sucht nämlich die Data Broker raus, die deine Daten missbrauchen, und fordern sie direkt zur Löschung auf, und das reporten sie dir natürlich jederzeit live in deinem Dashboard, damit du immer alles im Überblick hast. Du kannst Incogni auch direkt im Jahrestarif abschließen, weil natürlich immer wieder neue Data Broker hinzukommen, aber auch immer wieder neue Daten von dir in Umlauf geraten. Das liegt daran, da du natürlich online überall digitale Fußabdrücke hinterlässt. Bestes Beispiel, du öffnest ein neues E-Mail-Postfach und innerhalb von wenigen Tagen ist es direkt wieder voll mit irgendwelchen Spam-Mails. Das ist noch die harmlose Version. Es kann aber auch so weit gehen, dass deine Daten missbraucht werden und deine Identität gestohlen wird. Ich kenne es selber, auf meinen Namen wurden schon zahlreiche Social-Media-Profile aufgemacht, mein Perso wurde mittlerweile missbraucht, auf meinen Namen wurde was gekauft und ich hatte am Ende den Stress und musste das Ganze ausbaden. Um dem vorzubeugen, solltest du dich also schleunigst mal um deine Daten kümmern, und das funktioniert am einfachsten und am besten mit Incogni. Der Link dazu in der Infobox, dort bekommst du auch direkt 60% auf den Jahrestarif. Nach der Kurfürstenstraße wollte ich den nächsten Brennpunkt unter die Lupe nehmen, und das ist das Cottbusser Tor. Der Cotti ist in den Medien eigentlich immer das erste Beispiel, wenn es um Armut, Gewalt und Drogenkriminalität geht. Deshalb habe ich gedacht, gehe ich einfach mal hin und verschaffe mir mein eigenes Bild und überprüfe mal, ob es wirklich so einfach ist, dort Drogen zu kaufen. Was brauchst du? Was hast du denn? Emma? Was, MDMA? Ja? Ja, natürlich, komm. Ich besorg dir richtig gut. Wie viel brauchst du? 1 Gramm? 2 Gramm? Ein. Setz dich, Bruder, ich komme. Tamam. Du glaubst gar nicht, wie mein Herz schlägt. Halten wir mal fest, ich habe es nicht mal ganz aus dem U-Bahnhof geschafft, und schon wurde ich vom ersten Typen gefragt, ob ich nicht irgendwas kaufen möchte. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass das Ganze so offensichtlich und auch so aggressiv passiert. Aber um das System dahinter zu verstehen, habe ich mich mal drauf eingelassen. Und dann hat der Typ mich mitgenommen und einfach gesagt, ich soll dort auf der Treppe vor allen anderen Menschen warten, bis er MDMA besorgt hat. Ich frage mich, wo der das herholt. Aber das zeigt ja ganz klar, dass die schon so smart sind, die Sachen gar nicht am Körper zu haben, dass wenn sie verhaftet werden, natürlich nicht aufgefunden wird, sondern der holt das jetzt irgendwo aus dem Versteck, und wenn er verhaftet wird, hat er keine Drogen bei, kein Geld bei, aber er steht da hinten noch, er diskutiert mit irgendwem, vielleicht muss er es selber erstmal kaufen und verkauft es uns einfach teurer weiter. 1 Gramm Bruder für 40, da ist mehr drin. 40? Ja, aber voll geil. Warum so teuer? Warum so teuer? Weil es voll. 0,10, nicht 0,5, 0,6. Woher hast du? Schnell. Woher? Hier. Nee, welches Land? Wie welche Land? Volle MDMA. Willst du oder nicht? Dann lieber nicht. Warum? Teuer. Wie viel bezahlst du den anderen? Mal gucken. Ich frag hinten. Irgendwie musste ich den Dealer dann ja loswerden. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, das ist mir zu teuer. Er wollte dann auch noch diskutieren, aber ich habe mich dann lieber nicht drauf eingelassen und bin einfach weggegangen, bevor er sich verarscht vorkommt. Das wiederum hat dann ein anderer Typ mitbekommen und hat seine Chance gewittert, mir noch was zu verkaufen. Kokain, ja? Nee, MDMA habe ich gefragt. Ja, komm, ich hab. Wie viel brauchst du? 1 Gramm? Ja, 1 Gramm. Test war gut, gutes Material. MDMA, ja? Ecstasy brauchst du auch? Nee, MDMA. 60, 1 Gramm, ja? 1 Gramm. Okay, wartest du kurz hier. Ja, okay. Auch bei dem Typen konnten wir aus der Ferne nicht erkennen, wo er so schnell MDMA herbekommen wollte. Als er dann um die Ecke verschwunden ist, sind wir dann aber auch lieber gegangen, weil wir mit unseren Ausreden natürlich nicht auffliegen wollten, um am Ende eventuell noch Stress zu bekommen. Eieieiei. Scheinbar hatte der Typ auch alles im Angebot, weil er hat gefragt, was wir wollen. Dann habe ich einfach irgendwas gesagt. Ich glaube, erst habe ich Emma gesagt und dann MDMA. Und bevor wir da auch wieder irgendwelche Ausreden finden müssen, haben wir jetzt schnell die Beine in die Hand genommen. Aber
es zeigt und ich bin auch natürlich, wenn ich das schon so ein bisschen erwartet habe, bin ich trotzdem sehr erschrocken, dass es wirklich so offen hier passiert. Man braucht ja nicht mal Ausschau halten, man braucht die Leute nicht mal ansprechen. Die Ticker kommen auf einen selber zu. Was ich am ersten Tag gelernt habe, Drogendeals finden am Kotti rund um die Uhr und in aller Öffentlichkeit statt. Doch die große Frage ist, warum kann das nicht verhindert werden? Und das habe ich mal meinen Freund Burak gefragt. Er ist Sozialarbeiter in Berlin-Schöneberg und hat dabei auch regelmäßig mit Drogenkriminalität zu tun. Ja, ich glaube, dass die meisten einfach Bunkerplätze haben und dass sie nicht irgendwie die 100 Gramm am Körper tragen, sondern halt dann immer nur auf Bestellung, wenn du so willst. Ne? Gehen dann hin, sagen, hey, was brauchst du? Ne? Und dann komme ich in 10 Minuten wieder zurück. Aber halt auch offensichtlich problematisch, ne? Weil mit Drogen kommen natürlich auch andere Probleme mit Kriminalität, Probleme mit hier Leute, die hier wohnen, sich auch natürlich unwohl fühlen. So, ne? Um mir ein umfassendes Bild von der Situation vor Ort zu verschaffen, habe ich insgesamt eine Woche am Kotti verbracht. Und da habe ich natürlich auch mit einigen Drogenkonsumenten gesprochen und die haben mir auch bestätigt, dass Gewalt dort leider an der Tagesordnung ist. Vor ein paar Wochen hat ein Typ hier einer Frau auf die Fresse gehauen. Aber richtige Bomben. Irgendwann bin ich dazwischen gegangen und habe ihn einfach nur weggedrängt. Und er geht sofort in die Ecke und holt sich eine Eisenkette, so ein Fahrradschloss, und zieht mir das über den Schädel. Das ist ein typischer Fall. Immer sofort eine abgebrochene Flasche, ein Messer oder Tränengas. Hatte ich schon 3-mal im Gesicht. Ich habe auch schon Pflastersteine abbekommen. Mein Ohr ist gespalten, weil ich einen Knüppel abgekriegt habe. Und das alles nur wegen solcher Lächerlichkeiten. Die meisten haben Schiss vor den Tickern. Mann, die kommen immer zu zweit oder zu dritt und haben immer einen Schlagring oder Gas dabei. Das ist halt auch das, was die Anwohner stört. Früher standen wir da in der Mitte vom Kreisel und es hat keinen gestört. Doch auch Burak musste schon live miterleben, wie es am helllichten Tage mitten auf dem Kotti zu einer Messerstecherei kam. Ich stehe hier so, warte, und dann zieht der eine ein Messer und bam rein und der andere kommt und noch ein Stich und der andere rennt weg, humpelt so weg, ne, weil er einen Stich ins Bein bekommen hat und wiederum 3 andere kommen und gehen auf den, der zugestochen hat. Am helllichten Tag. Und das Krasse dahinter ist, den Jugendlichen, den ich da abgeholt habe, der hat hier gewohnt. Und dann sage ich das dem so und der so, ja. Ganz normal. Die Gewalt findet aber nicht immer im Sichtbaren statt. Oftmals sind die Personen, die verarscht, beklaut oder geschlagen werden, gar nicht in der Lage, sich zu wehren oder Hilfe zu bekommen. Am 3. Tag unseres Drehs habe ich das mit eigenen Augen gesehen. Ein Typ hat scheinbar eine Überdosis genommen und war nicht mehr ansprechbar. Doch statt Hilfe zu bekommen, wurde er von seinen eigenen Freunden, die den ganzen Tag dort mit ihm saßen, einfach nur dreist beklaut. Hey, warum gibst du dann seine Taschen? Ja, ich sind mehr Folie halt. Lass mal sein Handy da. Ja, aufwachen! Mach auf! Ja. Mach auf! Aufwachen jetzt! Dass der Tag heute mit einem Polizeieinsatz endet, hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben was wirklich menschlich einfach nur Abstoßendes beobachtet. Hier war ein Typ, der schon den ganzen Tag hier saß, hat wohl jetzt eine Drogenration genommen, die vielleicht eine Überdosis war auf jeden Fall komplett passed out und seine Freunde, die hier den ganzen Tag mit ihm gechillt haben, haben anstatt ihm zu helfen, ihn einfach mal dreist beklaut. Haben ihn aus der einen Tasche das Handy genommen, aus der anderen Tasche die Kopfhörer. Die Leute, die dann noch einschreiten und helfen wollten, wurden zur Seite geschubst. Alle haben denjenigen, der die Sachen geklaut hat, dabei unterstützt, es durchzuziehen. Ja, scheinbar ist das so eine ganz normale Handlung, wenn jemand zu viel nimmt, dass man dann sofort daran denkt, okay, wie kann ich mich daran jetzt bereichern? Weil im Endeffekt kann man dieses Handy, diese Kopfhörer direkt wieder in Geld umsetzen und das wiederum bedeutet die nächste Dosis. Zum Glück ist jetzt die Polizei super schnell da gewesen, auch der Krankenwagen. Der Typ, der zu viel genommen hat, wurde jetzt abtransportiert und wir haben das Ganze auf Band und werden das natürlich gleich der Polizei zur Verfügung stellen. Trotz all der Gewalt und Angst, die am Kotti herrscht, haben wir bei all unseren Drehtagen immer wieder die gleichen Gesichter vor Ort gesehen. Und deswegen habe ich mich einfach mal mit den Drogenkonsumenten unterhalten, wie sie denn eigentlich am Kotti gelandet sind. Damit man nicht ganz einsam ist, begibt man sich unter Leute, die einen ein bisschen verstehen können. Oder einfach Leute, die den Scheiß selber kennen. Das sind alles Leute, die aufeinander aufpassen oder sich gegenseitig aushelfen. Ich habe mit 14 angefangen zu kiffen und habe mit 15 Crystal Meth genommen. Ich war immer mit Älteren zusammen, dann bin ich auch an schlechte Kerle gelangt. Dann kamen die psychoaktiven Drogen und die erste Entgiftung. Dann lernt man wieder neue Leute kennen. Und so kommt man immer weiter da rein. Ich bin in die Szene gerutscht, da war ich 26. Vorher war ich beim Bund. Sogar 1,5 Jahre in Afghanistan, bis mein Sohn und meine Frau beim Autounfall ums Leben gekommen sind. Ab dem Punkt hat mein Leben keinen Sinn mehr gemacht.
Erst habe ich mich besoffen und als das nicht gereicht hat, hat mir ein Kumpel den braunen Scheiß hingelegt. Ich wollte nur schlafen, ohne Albträume zu haben. Ohne aufzuwachen und den Gedanken zu haben, hättest du den Kindersitz mal auf die andere Seite eingebaut. Der andere Fahrer war besoffen und so schnell, da hätte es auch nichts geändert. Meine Frau hat noch auf dem OP-Tisch gekämpft. Mein Sohn war sofort tot. Mir hat ein Mensch innerhalb von wenigen Minuten alles geraubt, was mir wichtig war. Ich habe mal gedacht, ich führe den Kleinen eines Tages zum Altar oder werde Opa. Manche stecken das gut weg, indem sie Alternativen finden oder die Entwicklung halt irgendwie mitnehmen können so. Und manche aber nicht. So, manche kacken ab. Du bist vielleicht auch jemand, du hast eine Erziehung genossen oder eine Bildung genossen, die dir auch beigebracht hat, so was Resilienz bedeutet, ne? Dass du eine gewisse psychische Widerstandsfähigkeit auch gelernt hast aufzubauen, um auf Krisen zu reagieren. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich nehme dir jetzt dein Hab und Gut, dein Haus, dann sagst du vielleicht, ja, gehe ich halt paar Wochen zu meinen Eltern, baust mir wieder auf oder so. Wenn du jetzt aber vielleicht das Pech hattest, schon sehr viele Krisen in deinem Leben irgendwie mit Ach und Krach durchzustehen und dann irgendwann an einen Punkt gekommen bist, wo du froh bist, dass du jetzt mal halbwegs stehst und so dein Kind in die Schule geht und weißt du so. Und dann kommt jemand und sagt, ja, sie müssen hier raus. Und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Hilfesystem ist manchmal auch sehr langsam oder bürokratisch und hochschwellig auch, ist nicht immer so easy. Ein Antrag beim Jobcenter, bis der durchgeht, kann gerne mal 3 Monate, wenn nicht 6 Monate dauern. Wenn man Glück hat, auch mal 2 Monate, wenn man Pech hat, nochmal 8 Monate. Ja, so habe ich alles schon erlebt. Was machst du denn in diesem halben Jahr? Diese Prozesse verleiten natürlich Menschen auch wirklich krank zu werden, schwach zu werden oder halt einfach etwas nicht mehr zu können. Doch wie kann man das Problem lösen? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Die Konsumenten einfach zu vertreiben, ist nicht zielführend. Gegen die Dealer vorzugehen wiederum, das ist ein langfristiger Prozess. Um Menschen von der Straße zu holen, braucht es Perspektiven und Möglichkeiten. Und genau darüber habe ich auch mit einigen Anwohnern und Ladenbetreibern vor Ort gesprochen. Seitdem die Polizeiwache da ist es im Sichtfeld der Polizei besser geworden. 20 Meter weiter sind dann die Leute, die in ihrer Not sich dann hinterm Container oder in irgendeiner kleinen Ecke da den Schuss setzen, dann auch natürlich überall hin urinieren und schlimmer, weil es gibt kaum öffentliche Toiletten. Das heißt, die Infrastruktur, die öffentliche Infrastruktur, die eigentlich die Stadt, der Bezirk, die Hausverwaltung stellen sollte, die ist nach meiner Einschätzung mangelhaft. 200 Konsumenten haben wir. Die sind hilfebedürftig. Aber unsere Vaterstadt immer noch handlungsunfähig oder das ist wirklich ein Gesundheitszentrum. Seit 5 Jahren sagen, es wird geöffnet, aber immer noch nicht fähig sind, das Gesundheitszentrum sozusagen einen Fixraum, Sozialraum, Hygieneraum aufzukriegen. Menschliche Bedürfnisse machen die vor dem Haus anhängen, Kinderspielplätze konsumieren die und wir müssen über den Urin, über den Kot in unsere Wohnungen laufen. Räume sind super wichtig und super rar. Ich rede nicht nur von Räumen zum Wohnen, dein Privatraum, sondern ich rede auch von Räumen, die man nutzt, wenn man lebt und seinem Ding nachgeht. Wenn du auf der Straße lebst, kannst du nicht einfach mal ins coole, moderne Space, wo du dann mit deinem Apple-Laptop da sitzt, sondern du stinkst und du fühlst dich ausgegrenzt oder bist dreckig und so. Und was machst du jetzt so, weißt du? Und es tut mir dann natürlich super leid, zu sehen, wie ein Mensch, der auf der Straße lebt und zu Frühstücken in eine Fotokabine muss. Ne? Und es ist auch kein Zufall, dass diese Gardine hier nur bis zur Hälfte geht, weil man das nicht möchte. Weil man nicht möchte, dass die Leute hier verweilen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video zu diesem wichtigen Thema aufklären. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Außerdem schaut auch gerne bei Burak vorbei. Auf seinem Kanal gibt es nämlich den kompletten Rundgang vom Kotti. Link dazu natürlich in der Infobox und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.